Ja, genau. Ich bin oder war Besteller Number 15. vom Sion von Sono Motors, dem E-Auto mit ganz schön vielen Solarzellen. Ich bin Daniel von Riding Media und ich sollte, glaube ich, die Geschichte von ganz vorne beginnen. 2016, ich als kleiner Pupskopf habe auf Indiegogo den Sion zum ersten Mal gesehen und dachte mir eigentlich, wow, ganz cool, aber auf Indiegogo ein Auto bestellen? Na, lieber nicht. Und dann verging eben so ein bisschen die Zeit, bis ich dann eben 2017 auf dem YouTube-Kanal Elektrisiert vom Alex die Prototypenvorstellungen vom Sion gesehen habe und dachte mir, den kenne ich doch. Kurz darauf hat Sono Motors angefangen, Probefahrten anzubieten und München war eine der ersten Stellen. Das war für uns ganz gelegen und so sind wir Ende August 2017 nach München gefahren zum Olympiastadion. Und das natürlich mit einem luftverschmutzenden, dreckigen Verbrenner. Eklig. Vor Ort am Olympiastadion haben wir dann eine Probefahrt machen können, mit den Mitarbeitern sprechen, das Auto anschauen. Die hatten 2 Prototypen da. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause gedüst. By the way, die Location im Olympiastadion war schon sehr gut. Lang überlegt habe ich nicht und einen Tag darauf habe ich mir dann einen Sion vorbestellt. Ich habe eine Anzahlung von 2000 Euro gemacht und somit auch auf den Kaufpreis 4% Rabatt bekommen. Oder muss ich sagen, hätte ihn bekommen? Der Preis von dem Sion wurde mit 16.000 Euro angegeben. Zusätzlich wäre dann aber noch die Batterie dazu gekommen, die ist im Preis jetzt nicht inklusiv und die wurde damals mit 4.000 Euro angegeben. Die 4.000 Euro wurden aber auch offen gelassen, weil Sono Motors ist davon ausgegangen, dass der Batteriepreis sinkt, bis der Produktionsstart beginnt. Und ein kleiner Spoiler, es war genau das Gegenteil, der Preis ist teurer geworden. Von 4.000 Euro auf 8.500 Euro. Und das ist schon ganz schön deftig, fand ich. Auch wurde damals gesagt, dass die Serienproduktion und die Auslieferung 2019 starten soll. Damals habe ich mir nicht so viele Gedanken dabei gemacht, weil es nur 2 Jahre sind. Inzwischen denke ich mir, da haben sie sich ganz schön überschätzt. Aber das passiert im Besten. Ja, und dann ging es mit dem Warten los. Sono Motors hat es aber ganz gut gemacht. Zwischendurch kamen immer mal wieder Updates, also wie weit der Stand ist. Es kamen auch die kleinen Schlüsselanhänger, das war so 2018. Oder auch was ganz Cooles, Entscheidungen der Community überlassen. Zum Beispiel gab es eine Abstimmung über die Scheinwerfer, wie die ausschauen sollen. Die Möglichkeit, sowas mit anzubieten, finde ich gut und in dem Fall bei so einem Auto auch sinnvoll. War wirklich gut gemacht und es war eigentlich nie langweilig. Natürlich, das Warten, muss nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, sie haben es gut gemacht und man war eigentlich die ganze Zeit bei Laune. Das ganze Blatt hat sich dann aber gewendet und zwar am 19.07.2019 hat Sono Motors bekannt gegeben, dass sie die Produktion erst in der zweiten Jahreshälfte von 2020 starten. Eine schlechte Nachricht kann man ja nicht einfach so alleine bringen, sondern natürlich gab es auch eine gute Nachricht, so wie man es auch macht im Marketing. Und zwar wurde angekündigt, dass die Produktion im alten Saab-Werk in Schweden stattfindet und das fand ich auch eine ganz gute Nachricht. Produktion in der EU, ich weiß zwar nicht dann, wie sie es mit der Kosten machen wollen, aber okay. Und ja, Schweden hat gute erneuerbare Energien. Ja, passt so zum ganzen Konzept von Sono Motors. Naja, aber wie gesagt, die schlechte Nachricht war immer noch da und so hieß es halt ein bisschen länger ein Däumchen drehen. Aber das ein Jahr nochmal abwarten geht. Problem war eigentlich jetzt dann nur für mich, beziehungsweise für Sono Motors und mich als Kunden. 2019 war so das Jahr von meinen persönlichen Veränderungen und es hat sich einfach für mich herauskristallisiert, dass so lang in die Zukunft planen einfach nicht so das für mich ist. Und ja, ein Auto, was ich 2017 bestellt habe, 2020 dann ausgeliefert wird, ja, wer weiß. Ich hatte immer noch die Möglichkeit, also es war immer noch mein Backup-Gedanke. Ich habe zwar 2.000 Euro angezahlt, wenn ich die verliere, okay, wäre scheiße, aber es war eigentlich immer noch die Möglichkeit, dass ich dann beim Kaufvertrag oder sobald ich den Kaufvertrag bekomme, sagen kann, nein, ich möchte das Auto nicht und dann hätte ich auch meine 2.000 Euro zurückbekommen. Deswegen habe ich es mir einfach offen gelassen. Wie gesagt, Veränderungen können sein und ich möchte nicht so lange in die Zukunft planen. Auf jeden Fall hatte ich immer noch eine Option offen. So bin ich dann verblieben vorerst. Aber dann kommt das ganz, ganz große Aber. Am 1.12.2019 wurde von Sono Motors bekannt gegeben, dass die über die üblichen Wege, also über Investoren, nicht an Geld bekommen, ohne die eigenen Ziele und Werte zu verletzen. Wenn das in der Tat so war und keine PR-Aktion, dann Hut ab, ich knie mich nieder, was auch immer. Richtig, richtig geiler Move. Davon können sich andere was abschneiden. Aber wieso PR-Aktion? Ja, irgendwie brauchen sie jetzt ja Geld. Und zwar 50 Millionen Euro, um mit den Prototypen weiterzumachen. Und 50 Millionen Euro ohne Investoren? Not so easy. Sono Motors hat sich dann entschieden, dass es ein Crowdfunding oder Community Funding wird. Also, dass Leute Geld
spenden oder im Voraus halt investieren. Also entweder das Auto nicht nur mit 2.000 Euro zum Beispiel anzahlen, sondern komplett mit 16.000 Euro. Solche Möglichkeiten oder auch einfach Geld spenden oder als kleinerer Investor auch so Geld investieren. Gab es verschiedene Möglichkeiten. Publicity hatte Sono Motors dann auf jeden Fall ganz schön viel. Die waren eigentlich so gut wie in alle Medien vertreten. Ich glaube sogar ARD oder ZDF hat einen Beitrag drüber gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also hatten sie wirklich viele, viele Augen auf sich. Deswegen, wenn das eine PR-Aktion war, Bullshit. Dann piss dich, Aldo! aber ja, wir gehen natürlich vom Besten aus, das war natürlich so. Mit der Nachricht des Geldproblems war dann für mich aber auch klar, dass ich zurücktreten möchte und meine 2.000 Euro wieder haben möchte. So habe ich eine E-Mail hingeschrieben. Ja, die haben gemeint, es geht dann erst am Ende von der Kampagne. Es ging jetzt aber nicht um die Crowdfunding-Kampagne, sondern wirklich um die ganze Kampagne vom Auto. Und zwar in den AGBs damals von 2017, wo ich mein Auto bestellt habe, steht eben schon drin, dass der 31.12.2019, also bis dahin wollten die auch das Geld sammeln, bis dahin lief die Kampagne einfach vom Sion. Was ich interessant finde, dass es damals schon in den AGBs drin stand, aber so genau kenne ich mich damit nicht aus. Also ich fand es einfach nur ganz komisch, aber es hat wahrscheinlich Gründe ohne Ende dafür gegeben. Somit hätte ich dann wirklich erst am 01.01.2020 mein Geld zurückbekommen können und dann habe ich gesagt, ja, okay, passt und die sagen, die melden sich wieder. Haben sie sich natürlich nicht gemeldet. Und dann habe ich halt nach so ein bisschen hin und her, habe ich Anfang, Mitte Februar dann mein Geld wieder zurückbekommen. Also war es relativ easy, mein Geld wieder zurückbekommen. Es war jetzt mal kein großes, nee, geht gar nicht. Stand ja auch so im Vertrag drin. Zum Glück gibt es Verträge. Sono Motors hat aber zum 31.12.2019 nicht die ganzen 50 Millionen erreicht, aber sie haben das Ganze um einen Monat verlängert, bis zum 31.01.2020. war das dann. Und sie haben auch im Laufe vom Januar haben sie dann auch die 50 Millionen geknackt und das ist wirklich not bad. Problem ist aber, dass die jetzt dann für den Start von der Produktion nochmal irgendwie 200 Millionen oder sowas brauchen. Bin ich mal gespannt, ob dann Investoren da sind. Schwierig. Ich bin mir leider nicht mehr ganz genau sicher, wann es war, aber im Dezember 2019 stand dann auch mal der Produktionsstart nicht mehr auf der zweiten Hälfte von 2020, sondern plötzlich auf 2022. Und wenn ich mich auch noch genau erinnere, gab es dazu kein Update per E-Mail, sondern einfach auf einer Webseite wurde es bearbeitet. Ja, so kann man es machen. By the way, inzwischen ist der Start von der Produktion auf 2023. Vielleicht kam das jetzt alles ein bisschen negativ rüber und ich hoffe es eigentlich nicht, weil der Sion ist eigentlich immer noch ein interessantes Konzept, nur ich denke 2023 zu spät. Der Start in 2019 oder sogar 2020 wäre wahrscheinlich perfekt gewesen, vor allem 2020. E-Auto-Käufe sind ja fast explodiert. Gibt jetzt viel Konkurrenz, das ist das große Problem jetzt und die Konkurrenz wird größer. Das ist somit noch das größere Problem in 2023. Deswegen, ja, wird wahrscheinlich schwierig. Aber gibt es wirklich so eine Alternative für ein Sion? Jein. In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedene Alternativen, so muss man es fast sagen. Es gibt mehrere E-Autos jetzt, die Solardächer anbieten. Wie gesagt, Dächer, nicht komplette Karosserien, so wie der Sion. Der Ioniq 5 ist da, denke ich, der Voranreiter, also Ioniq 5 von Hyundai. Ist eine andere Preisklasse, ist aber auch ein fertiges und ausgereiftes E-Auto. Hyundai hat viel Kompetenzen, sage ich jetzt mal, im E-Auto-Bereich. Sie haben schon viel Erfahrung damit sammeln können. Sie sind generell schon ein langer Autohersteller und das fehlt Sono Motors einfach alles. Aber ja, wie gesagt, andere Preisklasse, aber es wäre ein Solardach dabei. Oder man kann es dazu bestellen. Und in einer anderen Kategorie Preis, also da würde ich einen Sion jetzt noch als günstig einstufen oder als, ja doch als günstig. Da gibt es eigentlich eine super Alternative von Dacia, den Dacia Spring. Abzüglich der ganzen Umweltboni, was es aktuell in Deutschland gibt, ist das schon ein verdammt günstig, das Auto. Also so 10.000 bis 12.000 Euro zahlt man dann, glaube ich, dafür, je nach Ausstattung. Und das ist dann schon sehr, sehr günstig. Natürlich, das Sion könnte auch solche Abzüge bekommen. Aktuell weiß man aber nicht, ob es die 2023 noch gibt. Und so ein günstiges Auto wie ein Dacia Spring bekommen wir wahrscheinlich nie wieder. Also es wäre wirklich krass, wenn das noch jemand unterbietet, weil das ist wirklich schon sehr wenig Geld. Auf der anderen Seite kann ich auch komplett falsch liegen und 2023 ist das perfekte Jahr. Wieso, fragst du dich jetzt? Ja, Sono Motors hat auch coole Funktionen oder coole Ideen. Zum Beispiel eine eigene App, wo sie Carsharing anbieten, also privates Carsharing dann mehr oder weniger. Also kannst du eine App sagen, ja, ich möchte mein Auto vermieten zu der und der Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und in der Zeit mein Auto vermieten möchte, könnte ich es damit anbieten. Oder sie haben auch eine Siedlung, soweit ich es noch im Kopf habe,
in oder um München herum, wo sie eine Neubausiedlung machen und da dann 20 Sions hinstellen wollen. Das Auto gehört jetzt aber niemandem privat, sondern es wird einfach geteilt und somit hat man eine kleine Flotte einfach in der Siedlung oder ja, in der Überbauung. Es hat zwar dann nicht jeder sein eigenes Auto, aber es hat halt theoretisch immer jemand Zugriff auf ein Auto. Und so spart man sich einfach Autos. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder ein Auto braucht, weil die meisten Autos stehen einfach nur rum. Und da hat Sonomotors eigentlich schon einen ganz guten Ansatz und deswegen denke ich, dass es vielleicht 2023 noch richtig sein könnte. Weil aktuell ist es, glaube ich, nicht so weit, dass man das wirklich anbieten kann. Auch rechtlich, weiß nicht, ob das schon alles so weit ist. Aber ja, bidirektionales Laden ist auch noch so ein Thema, was das Sion anbietet. Also ich könnte rein theoretisch mein Auto am Heimnetz anschließen, mein Auto als Batterie nutzen. Also ich nutze die Solaranlage auf dem Dach vom Haus, lade mein Auto und dann nachts zum Beispiel könnte ich auf den Strom vom Auto zugreifen. Aktuell ist es rechtlich, soweit ich weiß, nicht erlaubt. Ioniq 5 bietet das zum Beispiel auch schon an, aber es geht aktuell noch nicht. Aber es könnte dann sein, dass wir 2023 soweit sind als Gesellschaft und auch rechtlich gesehen, damit das alles legal und in Ordnung ist und es auch schon gefragt ist, die Technik. Und dann könnte es sein, dass Sonomotors und das Sion passend sind. Deswegen, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Wir sind natürlich auch gespannt und warten einfach mal ab. Von mir sind es jetzt halt schon ein bisschen Spekulationen und Halbwissen ist auch dabei. Ich kenne mich mit dem Markt viel zu schlecht aus, also alles mit ein bisschen Salz genießen. Ich wünsche Sonomotors auf jeden Fall alles Gute und drücke die Daumen, dass es klappt. Ich finde es weiterhin, wie gesagt, spannend. Ich bleibe dran und informiere mich weiter. Wie schaut es mit euch aus? Habt ihr vom Sion schon mal gehört? Interessiert euch die ganze E-Auto-Thematik gar nicht? Soll ich ein paar mehr Videos drüber machen? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Das war es jetzt aber auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr es natürlich gerne bewerten, Feedback in die Kommentare schreiben. Und ja, ciao bis zum nächsten Video. Man sieht sich.